Einen wunderschönen guten Tag aus Weilerswist. Ich bin heute hier auf dem ADAC Testgelände und zwar habe ich heute dabei meinen Audi R8 RWS, der so wunderschön im Hintergrund steht. Und ich bin heute hier für Continental und wir testen heute so ein bisschen die Unterschiede der Reifen. Und zwar, wie wichtig sind eigentlich vernünftige Reifen? Wie abgefahren dürfen die sein oder auch nicht sein? Wir testen so ein bisschen unterschiedliche Gegebenheiten hier auf den Teststrecken. Und mit dabei ist auch der Olli mit seinem C63S. Der ist noch hier hart am Programmieren mit seinen Kameras. Ja, ich bin mal gespannt. Wir fahren auch unter anderem jetzt mit unseren eigenen Fahrzeugen. Da vorne sind schon so ein paar Pylonen aufgebaut. Mal gucken, was tatsächlich am Ende dabei rauskommt, was unterschiedliche Reifen eigentlich so ausmachen. So, hier haben wir einmal einen schönen Hyundai i30N in einer sehr interessanten und sehr schönen Farbe. Gefällt mir persönlich echt gut. Wie findet ihr den Hyundai i30N? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Olli ist noch hochkonzentriert. So, Olli und ich, wir machen jetzt eine kleine Challenge. Wir testen jetzt mal den Bremsweg bei einer Vollbremsung. Und Gefahrenbremsung. Ja. Olli wollte gerade schon ausrechnen, aber im Normalfall rechnet man ja nicht, wenn dann wirklich einer so irgendwie einem vors Auto läuft oder so. Und deswegen muss der Olli jetzt gleich mal eine Pylone dahin stellen, wo er denkt, dass das Auto da zum Stehen kommt. Ich mache dasselbe auch gleich und dann gucken wir mal, wer näher dran war. Ja, wir fahren ja auch nur mit 45 km/h, sollen dann nach vorne, kannst mal rüberfilmen, bei den schwarz-gelben Pylonen bremsen. Von daher, das werden ein paar Meter da sein. Guck mal, da ist das erste kleine Mini-Hütchen, da ist das zweite. Ich sag mal, irgendwo kurz dahinter werde ich landen. Wir probieren es mal aus. Der Tiger ist dahinter gelandet, eindeutig. Der hat auch vielleicht nicht ganz so gute Bremsen wie dein AMG. Da meinst du, also das heißt, da vorne an den gelben Pylonen muss er voll in die Eisen latschen. Und hier denkt er, kommt er... Ey, nee, das ist jetzt verfälschen hier. Ey, das ist ein Schlawiner. So ein Schlawiner bist du. Gucken wir uns das mal an, ob er tatsächlich davor oder dahinter landet. Okay, also der Olli, der kommt da definitiv noch vor der Pylone zum Stehen. Gut ab, hast du gut eingeschätzt. Hier deine Kamera. Ich danke dir. Jetzt probiere ich es mal aus. Also ich stelle mal den Hut noch ein bisschen weiter hier hin. Also ich habe den jetzt so einen Meter weiter noch nach hinten. Ich habe das ja schon mal gemacht mit den Gefahrenbremsungen, aber da haben wir nie wirklich gemessen, wie weit der Wagen dafür braucht. Deswegen probiere ich es jetzt einfach mal. Olli, was sagst du? War ich davor, dahinter? Einmal war ich, glaube ich, davor, ne? Du warst eigentlich fast jedes Mal davor, obwohl du nicht jedes Mal voll drauf gelappt hast. Mit dem Bremsen, ich fahre da leider ein bisschen zu schonend mit. Aber einmal habe ich richtig drauf gelatscht. Also, ja. Aber immerhin, bisschen besserer Bremsweg, als man selber eingeschätzt hat. Das ist ja schon mal positiv. Wäre ja schlimm, wenn es das Gegenteilige gewesen wäre. So, und jetzt kommen wir zum interessanten Teil, warum wir eigentlich heute hier sind. Wir wollen eigentlich die Unterschiede testen. Dafür haben wir zwei genau gleiche 1er BMWs, die haben aber unterschiedliche Bereifung drauf. Wir haben einmal einen mit ganz neuen Reifen. Ich zeige euch mal ganz kurz das Profil hier. Also die haben so circa 7 bis 8 mm. Man sieht es auch wirklich, sind so gut wie neu. Und dann haben wir einmal hier den BMW, der hat vorne, ja, ich sag mal normal oder auch fast neu. Und hinten hat er abgefahrene Reifen. Wir wissen ja, BMW, Heckantrieb, deswegen haben wir jetzt hier hinten die schlechtere Bereifung drauf. Und ich zeige euch auch mal hier kurz das Profil. Und wie Sie sehen, sehen Sie fast nichts. Also hier ist so gut wie gar nichts mehr.
Die Mindestprofiltiefe in Deutschland beträgt ja die erlaubte Mindestprofiltiefe 1,6 mm. Und diese 1,6 mm hat der hintere BMW jetzt auf den hinteren Reifen auch noch gegeben. Aber was bedeutet das eigentlich? Bedeuten diese 1,6 mm, dass man überhaupt noch sicher fahren kann? Wir testen das jetzt mal und Gott sei Dank durch die zwei gleichen Autos, denke ich mal, hat man da den perfekten Vergleich auf der Nassfläche hier. So, zuerst nehme ich einmal den Wagen mit dem frischen Profil, um zu testen, wie sich das jetzt normal fährt. Wir fahren jetzt davon auf die Nassfläche zu und von dort überrascht mich gleich eine Wasserfontäne. Der soll ich ausweichen und da probieren wir einfach mal, wie gut halten denn die Reifen den Wagen noch griptechnisch auf der Fläche. Das mache ich jetzt einmal hier mit dem 1er BMW Handschalter. Wir sitzen allerdings jetzt im Fahrzeug mit den neuen Reifen, sprich 8 mm Profil. Also von daher denke ich, das sollte ganz gut klappen, um da mal einzuhaken. Ich weiß nur nicht, ob ich das jetzt richtig mache. Wow! Wow, okay. Die hast du ein bisschen mitgenommen. Ich wusste nicht, in welche Richtung ich ausweiche. Ich auch nicht. So, probieren wir es nochmal. Das war eigentlich ganz easy, würde ich mal fast behaupten, oder? Also ich fand es jetzt nicht besonders schwierig. Der Wagen blieb gut auf der nassen Fläche. Ich bin aber jetzt echt mal gespannt, wie sich das Ganze mit abgefahrenen Reifen fährt. Zum nächsten Schritt seht ihr jetzt die Sophia. Da hinten kommt sie angefahren. Und sie fährt jetzt mit dem Fahrzeug, wo hinten nur 1,6 mm auf den Reifen drauf ist. So, weicht aus. Guckt euch das an, wie das Heck rüberkommt. Konnte es noch ganz gut retten und legt hier quasi einen Mini-Drift hin. So, jetzt sitze ich in dem anderen 1er BMW, der jetzt die Mindestprofiltiefe von 1,6 mm hat. Es ist gesetzlich noch erlaubt, aber es ist ein enormer Unterschied. Wir haben es gerade schon ein paar Mal ausgetestet. Ich fahre jetzt auch noch mal hier mit. Einmal über die Nassfläche, los geht's. Ich muss dazu sagen, alle Assistenzsysteme bleiben eingeschaltet. Also quasi wirklich sehr realistisch, ja, als ob man am Tag einfach mal fährt. Wow, 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 wow. Kriegst du. Ah, fast. Boah, das ist echt so. Boah. Krass. Gib mal Gas hier auf dem Guck Nassen. mal, sogar hier kommst du nicht mehr vorwärts. Dann geht nämlich Reifen. da Traktionskontrolle direkt an, hinten die Räder direkt am Durchdrehen. Also, die haben bei 1,6 wirklich sowas von keine Haltung mehr, keinen Grip. Du hast gar keine Chance, einfach keine Traktion, irgendwie das Auto zu fangen. Überhaupt nicht. Wirklich also, krass. Gerade habe ich auch ein bisschen gegenlenken müssen, weil wir haben natürlich hier eine Aquaplaning-Fläche, ja, die nochmal zusätzlich extra rutschig ist. Da kommt das Auto so oder so leicht ins Schleudern, aber hier hast du gar keine Chance, das noch irgendwie ansatzweise abzufangen. Ja, ein bisschen vermutet habe ich es ja schon, aber ich muss dazu sagen, dass das so ein krasser Unterschied ist. Wenn das auf einer echten Straße passieren würde, lebensgefährlich. Deswegen immer gute Reifen auf dem Auto haben, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Jetzt sitze ich wieder im 1er BMW, diesmal aber mit Winterreifen drauf. Winterkontakt sind das. Und wir probieren jetzt einfach mal eine Vollbremsung auf nasser Fläche. Ne? Gucken wir mal, wie der sich so schlägt dabei. Das Ganze machen wir jetzt übrigens bei ca. 45 km/h Anfahrgeschwindigkeit. Und dann voll in die Eisen latschen. Okay. Ja, wo sind wir jetzt? Bei dem Schildchen da. Okay. Als Vergleichspunkt. Und ich fahre das gleiche jetzt hier nochmal mit Sommerreifen, um zu gucken, wie weit wir da rutschen. Jetzt habe ich Premium Contact 6 drauf. Das sind die Sommerreifen. Profiltiefe ist in Ordnung, also sind neue Reifen. Nichtsdestotrotz wette ich, dass wir hier ein bisschen weiter mitrutschen werden. Okay, da rutsche ich aber deutlich weiter. Ich muss, um ein paar Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, noch dazu sagen, die Fläche hat ja einen besonderen Belag. Wir haben einen glatten Belag. Das soll eine Schnee-Eisfläche darstellen. Und hier merkt man wirklich extrem, wie der Winterreifen definitiv viel besser packt als der Sommerreifen. Ich könnte fast sagen, ich bin 15 bis 20 Meter weiter gerutscht mit den Sommerreifen. Und das ist wirklich
enorm. Wir haben ja jetzt hier so die drei, wie sagt man, die drei großen stehen. Audi, Mercedes und BMW. Alle so drei nebeneinander. Und ich finde, es sind wirklich alle drei auf ihre Weise echt sehr schöne Fahrzeuge. Audi R8 RWS 1063S und einmal der BMW M4 Competition. Olli, wie fandst du so den Tag? Hat mir gefallen. Ja, hat Bock gemacht. War ganz interessant zu sehen, was dann wirklich so, ich sag mal, Profil eigentlich ausmacht. Ja, vor allen Dingen, so, jetzt sehe ich auch was. Ja, vor allen Dingen Sachen, mit denen man zwar rechnet, aber die man dann doch nicht so extrem erwartet hätte. Ne? Also ich habe ja schon damit gerechnet, dass es ein Unterschied ist zwischen abgefahrenen und neuen Reifen und zwischen Sommer- und Winterreifen, aber dass da doch so eine Spanne zwischen liegt, das fand ich schon extrem. Also Leute, was lernen wir daraus? Spart nicht an den Reifen, sondern besorgt euch wirklich gescheite Reifen, achtet auf euer Profil. Mindestprofiltiefe 1,6 mm muss man jetzt auch nicht unbedingt fahren, weil es ist wirklich saugefährlich, wie wir gerade gesehen haben. War ein interessanter Tag und ja, geht doch mal auf Ollis Kanal, wenn ihr sehen wollt, was er hier so gefilmt hat, und geht auch mal auf Automan TV hier, die Jungs mit dem M4 Competition. Wer war noch alles dabei? Ach, ich blende noch alle anderen ein, die ich vergessen habe. Ich danke euch herzlich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Thumbs up da und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.